Welcome to Road Rarities. Hallo, grüß euch, ich bin der Christian und ich habe euch heute ein ganz besonderes Motorrad aus der Sammlung von meinem Großvater mitgenommen. Und zwar ist das ein Einzelstück, ein Prototyp, eine Puch 250 Ladepumpen, Zweizylinder V-Motor. Das Motorrad stammt aus dem Jahr 1929 und hätte bei der Firma Puch in den Renneinsatz gehen sollen. Jedoch ist das Motorrad am Prüfstand getestet worden. Und am Prüfstand hat es blöderweise den Lader, den Zoller vorne, zerrissen, der ist explodiert. Daraufhin hat es geheißen bei Puch, dieses Motorrad soll nicht mehr in die Serie gehen, sondern es soll in die Verschrottung kommen. Und einer der Herren von der Rennabteilung hat sich damals schon gedacht, zum Wegschmeißen ist das ein zu tolles Gerät und hat es einfach in der Firma unter die Werkbank gelegt. Wie der Herr in Pension gegangen ist, hat er sich das gute Stück mitgenommen. Jedoch hat es eigentlich keiner zusammengebracht, dass er den Lader nachbaut, dass das Ding wieder zum Laufen kommt. Jetzt ist die von einem Experten und Oldtimer-Liebhaber zum nächsten gegangen und irgendwann hat halt mein Opa auch die Chance gehabt, vor 20 bis 25 Jahren ist das circa aus, dieses Motorrad zu erwerben. Er war sich aber auch sehr unsicher, ob es jemals bei uns zum Fahren kommt und darum hat er es auch eigentlich fast niemandem erzählt. Auf der Garberg Victory vom Attnanger Motorradclub beim Bergrennen ist dann einer mitgefahren, ein Deutscher, mit einem BMW Dixie Rennwagen, der was auch eben einen aufgeladenen Rennmotor eingebaut gehabt hat. Und mein Opa hat mit ihm gesprochen, sagt er, was machst du, wenn dir der Lader oder der Zoller halt kaputt wird? Hat er gesagt, kein Problem, dann baue ich mir einen neuen. Und somit war der Kontakt geknüpft. Es hat dann schon noch ca. 2 Jahre gedauert und dann ist es aber wirklich zustande gekommen, dass das Motorrad fertig war und auch gelaufen ist. Der Herr, was da maßgeblich eben beteiligt war bei der Nachkonstruktion vom Lader, hat es leider nur mehr per Telefon erfahren. Er ist kurz daraufhin an Krebs gestorben. Kurzes Detail am Rande zur Startnummer. Damals waren die ganzen Rennfahrer sehr abergläubisch, was die Zahlen anbelangt hat. Und mit der Startnummer 13 hätte damals niemals wer wo fahren mögen. Und darum haben wir ihr diese abergläubische Zahl gegeben, weil sie einfach nie im Renneinsatz gekommen ist. Servus Christian. Freut mich. Ja, mich freut es umso mehr. Ich darf nämlich auch ein paar Worte dazu sagen, nachdem das Motorrad schon zu einer Zeit in meinem Fokus auftaucht ist, da hat es den Christian noch gar nicht gegeben. Wir haben sogar eine Zeit lang in einem Museum stehen gehabt. Und umso mehr habe ich mich gefreut, wie der Christian dann bei der Franz-Josefs-Fahrt, bei meiner von mir veranstalteten Rundfahrt für Motorräder bis Bayern 21 in Ischl genannt hat. Die Vorgabe war 1-2 Runden fahren zu Demonstrationszwecken, weil das Viech ist auf der Rennstrecke schon extrem laut, aber in die Häuserschluchten der Großstadt Bad Ischl hat es nur infernalisch sein können und so war es dann auch. Der Christian ist natürlich nicht 1-2 Runden gefahren, sondern den ganzen Stint von 20 Minuten und ich habe schon geglaubt, hinterher sperren sie mich ein. Aber ich habe keine einzige Beschwerde gekriegt von Seiten Gemeinde oder Zuschauer, nur die anderen Teilnehmer sind gekommen und haben gesagt, wenn der mit dem Motorrad noch einmal kommt, dann fährt er allein, weil dann bleiben wir weg. Ich sage euch nur ein paar technische Details, die was einfach das Motorrad sehr eigens und besonders machen. Das Herzstück hier vorne, der Flügelzellenverdichter mit dem angeflanschten Vergaser, Zweizylinder V-Motor, Doppelkolben, der Rennmagnet stehend angeordnet, angetrieben über das Getriebe, eine externe Ölpumpe für die Ölversorgung,
ja, offene Auspuffrohre, glatte, was einfach extremst laut sind, wie man es später noch hören wird. Und hier hinten, wie man es kennt aus Motorrädern dieser Zeit auch in der Serie verbaut, die Kupplung im Hinterrad. Ja, es ist ein ganz ein liebes, herzhaftes Ding. Und einfach ein Einzelstück. Coming soon. Ja, die ist typisch des beiden natürlich letztendlich, das ist nach und zu ausstattbar, also wirklich in Anstrengung. Und ja, wir haben